sind wir hier jetzt auf jeden Fall schon mal aufgeschmissen. Ich muss sagen, bisher I like it. Und rein theoretisch biegt er direkt da vorne unpaved ab. Hammer. Es ist endlich Saisonstart. Morgen will ich in Harz, aber weil ich so viel neues Kram habe, das ich ausprobieren will, fahre ich heute schon noch eine kleine Runde so. Mal gucken Richtung Elbe, also von hier so Richtung Tangermünde. Und mal gucken, wie weit ich komme. Ich will eine App ausprobieren, ich muss vielleicht mal meine Drohne ausprobieren und ich habe auch noch ein neues Kommunikationssystem, das ich ausprobieren muss. Das ist jetzt alles so ein bisschen, deswegen wird das jetzt so ein bisschen eine lustige Strecke, aber erst muss ich nochmal die Vögel füttern. So, nachdem das auch erledigt ist, kann es jetzt endlich losgehen. Gerade am Anfang der Saison habe ich allerdings immer das Gefühl, das dauert alles 100 Jahre. Also anziehen, Klamotten, Helm putzen. Oh, das ist natürlich auch gut. Hier soll der Gerät nicht. Will noch ein bisschen gestreichelt werden. Boah. Ich bin natürlich jetzt in voller Wintermanier. Wintermanier würde ich es nicht nennen, aber schon natürlich ein bisschen dicker angezogen. Es ist Anfang März. Die Luft ist kalt. Gerade ist auf jeden Fall viel zu warm. Wow, ist das herrlich. Boah, nicht ein Wölkchen am Himmel. Es ist echt richtig schön. Es ist richtig schön. Ich fahre übrigens gerade mit Stagra.io, einer Motorrad-Adventure-Navigations-App, die sich halt vor allen Dingen halt so rühmen, gut unbefestigte Straßen und sowas zu finden. Ich muss sagen, bisher I like it. Ja, es hat so ein paar Flaws. Kann man nochmal irgendwann im Detailvideo zu machen, aber was ich jetzt hier gerade zum Beispiel richtig, richtig nice finde, ist, wenn ich fahre, dann habe ich maximal Karte. Also hier ist unten ist, wie lange fahre ich schon und wie viele Kilometer bin ich quasi schon unterwegs. 2 Anzeigen. Und ansonsten so ein kleiner Kompass, der mir sagt, wo Norden ist. Und ansonsten halt einfach nur, dass ich richtig schön die Umgebung um mich rum sehen kann. Ich kann das auch theoretisch noch auf Satellit stellen, wenn ich will. Na, was ist los, Katze? Nicht stehen bleiben. Schleich dich. Jetzt alles sehe, was ich brauche, keine Knöpfe oder sowas. Ich will das ja auch während der Fahrt nicht bedienen und dann in dem Moment, wo ich halte, hier, zack, bewege ich mich nicht, zack, alle Optionen da. Suchadresse, Bildschirm sperren, Tasten und sonst was. Das super nice. Schön durchdacht, kann man so sagen. Ne? Hat jemand mal mitgedacht. Boah. 18 Grad. Ich habe mich für 8 Grad angezogen, weil ich dachte, die Luft ist kalt. Aber es ist das geil. Ist völlig unnötig dick angezogen.
Aber ist schön warm. Ist jetzt noch nicht furchtbar. Also es ist noch nicht, dass einem irgendwie kleine Flüsse in den Rücken runterlaufen. Einfach geil zu fahren. Die erste Tour kann ich es nicht nennen. Der erste Ausflug des Jahres. Morgen kommt die erste Tour des Jahres. Schöne Tagestour in Südharz. Flach wie ein Brett. Aber ich bin mal gespannt. Irgendwann. Ich teste jetzt gerade hier vor allen Dingen, wie der hier quasi so kurvige Routen berechnet und wo er mich jetzt lang führt. Und dann auf dem Rückweg, beziehungsweise irgendwann zwischendurch, dann werde ich mal gucken, dass er mich quasi auf unbefestigte Straßen schickt. Ja, da habe ich schon eine gesehen. Da bin ich mal gespannt, was der mir da für Strecken raussucht. Das ja vor allen Dingen uns immer mit Osmand gemacht. Der macht das auch sehr gut. Der hat allerdings 2 Nachteile. Nämlich der berechnet das halt relativ, ich weiß nicht, aber er ist aufwendig, auf jeden Fall berechnet Osmand das relativ langsam, muss man einfach sagen, und hängt sich dementsprechend halt auch gerne mal auf. Also ich kann jetzt von hier so eine Tour planen nach, was weiß ich, 50 Kilometer. Ja, also Osmand berechnet das allerdings nur offline. Und wenn man dann zu lange Strecken plant, wo man quasi unbefestigte Straßen bevorzugen einstellt, dann rechnet er sich halt einen Wolf und hängt sich im Zweifel auf oder so. Das ist halt einfach leider nicht so richtig verlässlich. Plus, es ist natürlich immer so, dass man hier in der Gegend oder in Deutschland im Allgemeinen natürlich auch öfter mal unbefestigte Straßen hat, die man theoretisch befahren kann, also rein physisch gesehen, aber die man natürlich nicht befahren darf. Und so 100%ig diesen Unterschied kennt die App oder kennen die Kartendaten oft nicht. Es ist ja alles auf OSM. Und deswegen ist es immer spannend, wie da quasi getwitcht und gedreht wurde nach den Parametern, wie diese Straßen ausgewählt werden, wo es dann einen lang schickt. Das könnte zum Beispiel hier auch in Ordnung sein, da zu fahren, gerade links. Naja, und auf jeden Fall macht Sticker das halt ziemlich nice. Sticker kann das halt eben ewige Routen damit berechnen. Funktioniert natürlich auch online, also funktioniert auch offline, aber jetzt ist natürlich die Online-Version. Ist ja immer schön, die Server im Hintergrund zu haben. Das scheint schon ganz gut zu funktionieren. Zumindest in der Berechnung her. Also das Schöne, muss man wirklich sagen, Stegra führt mich hier definitiv irgendwo durch die tiefsten Landschaften. Keine Ahnung, hier war ich ganz sicher noch nie. Gerade gesehen, irgendwie Haldensleben 22 Kilometer. Also ich weiß, habe so eine grobe Idee, wo ich ungefähr bin. Aber ist definitiv mal ganz anders, als was sonst Kalimoto gemacht hat. Das ist schön, man muss aber echt hardcore aufpassen. Ich muss jetzt schon 3-mal drehen, weil ich einfach nicht aufgepasst habe, weil ich natürlich irgendwie so von meiner Erwartungshaltung gefahren bin, wie Kalimoto mich quasi schicken würde. Und dann hat man tatsächlich doch mal dann so eine Abzweigung verpasst. Und das ist mir jetzt schon echt ein paar Mal passiert, weil es halt schon ein bisschen anders. Als ich das sonst so einfach von meiner Gewohnheit gewohnt bin, ist schön. Ich meine, das hier ist richtig geil. Für die Region super kurvig. Alle unterwegs. Das ersten schönen Tage im Jahr sind alle gleich rausgezogen. Wo man sagen muss, hier in der Gegend sieht man extrem viele Straßenmaschinen, Supersportler und normale Motorräder, sage ich jetzt mal so.
Reise-Enduros und so ein Spaß. Das ist dann eher, ist hier nicht so, also gibt es hier schon auch, aber ist nicht so sehr vertreten, muss man sagen. Wenn man viele sieht, dann sieht man eher die anderen Maschinen, was ja regionentechnisch auch sinnvoll ist, aber Gravis Ost, Knauf, meine Fresse, hier ist ja Industrie, Baro, fette Kräne, baggern die bestimmt irgendwie was aus, Kiesteich oder so, keine Ahnung. So, was produziert Knauf hier auch? Ja, auch nochmal. Schütt gut. Aber schon richtig geil. Also ich bin jetzt hier und rein theoretisch biegt der direkt da vorne unpaved ab. Ob man da fahren darf, da bin ich ja mal gespannt. Alright. Jesus. Oh, sie springt an. Ich glaube, den Schalter, da muss ich mal ein bisschen Kontaktspray reinmachen. So. Wollen wir mal gucken, ob das Ding jetzt wirklich ein bisschen unbefestigte Straßen finden kann. Der Witz ist, Osment und die sagen, ja, soll man fahren können. Und wie wir sehen, sind wir hier jetzt auf jeden Fall schon mal aufgeschmissen. Es ist zwar unbefestigt und in der Theorie kann ich da auch lang fahren. Das hilft mir nur nichts. Privatweg, da wo man überall langfahren soll. Ich meine, man muss das auch mal 5 gerade sein lassen, aber so richtig was bringt tut das hier nicht. Vielleicht muss ich dann mit der App nochmal in die Heide fahren, da Gifhorner Heide, Lüneburger Heide. Da weiß ich auf jeden Fall, dass es da mehr Strecken gibt, wo man halt auch einfach abbiegen darf. Aber hier war das jetzt schon mal ein Reinfall. Plus er hat mich hier irgendwie komplett verloren. Zumindest das mit der Drohne funktioniert schon richtig gut. Allerdings, das mit dem Offroad-Fahren hier funktioniert nicht so richtig. Da vorne ist gleich wieder Privatweg. So richtig fahren darfst du nicht. Da muss man schon sich noch mal irgendwelche anderen Sachen aussuchen. Also muss ich noch mal ein bisschen gucken, ob man da vielleicht noch andere Wege findet. Aber das gefällt mir schon mal richtig gut. Wenn man denn weiß, wie es geht. Es gibt mal so einen unbefestigten Weg, der geht dann halt, was weiß ich, 500 Meter höchstens. Und dann wird er zu einem Privatweg oder wird dann doch nicht erlaubt zu befahren, weil dann nur noch
es ist halt dann doch irgendein gesperrtes Stück halt. Sodass man da halt quasi, man kann immer in Stichstraßen reinfahren. Man kann immer ganz viel Offroad fahren, aber man muss halt immer reinfahren und weiß, dass du halt gleich nach ein paar hundert Meter kannst du umdrehen, dann sie gleich die Strecke wieder zurückfahren. Das Stegra kann was. Es ist noch ein bisschen glitchy. Gerade so irgendwie das Bearbeiten während der Fahrt, also irgendwie Strecke pausieren bzw. irgendwas anpassen. Wenn man unterwegs ist, ist so ein bisschen, das ist noch so ein bisschen nervig. Das klappt nicht so richtig, wie man sich das vorstellt. Vielleicht ist es drin, so, vielleicht ist es irgendwie anders gedacht, aber so richtig gut hat es nicht funktioniert. Es sind zum Teil hier echt schöne Dörfer. Also zum Teil ist es auch ein bisschen, man ist halt irgendwo im Nirgendwo. So sieht es dann halt auch manchmal aus. Aber hier zum Beispiel gibt es dann schon manchmal zum Teil sehr schöne Neubauten und zum Teil sehr schön restaurierte alte Höfe oder alte Häuser. Wenn man jetzt hier noch so querfeldein irgendwo ballern könnte, das wäre so richtig geil. Wenn hier, da hoch, da rein, why not? Ich glaube, das muss man halt viel mehr ausprobieren. Weil ich halt auch wieder glaube, das ist halt, rein theoretisch darfst du da reinfahren. Und das geht dann halt auch wieder 500 Meter. Und dann steht da ab hier jetzt Forstweg. Kurzweiliges Vergnügen. Aber ich habe in diesem Offroad-Atlas, so heißt das Buch zumindest, ist natürlich das meiste irgendwo in Spanien und Slowenien und Kroatien. Aber in Deutschland gibt es auch ein paar Strecken und natürlich sind irgendwie die jetzt in dem Offroad-Atlas drin sind natürlich auch zum Teil irgendwelche Teilabschnitte von dem Trans-Euro Trail, also es ist viel in der Gegend, wo auch der Trans-Euro Trail einfach langläuft. Aber es gibt hier auch einen Abschnitt irgendwo bei Celle. Da werde ich wahrscheinlich nochmal hinfahren. Da hätte ich heute mal hinfahren können. Aber ich wollte ja irgendwie Richtung Elbe. Das hätte ich mir auch irgendwie vorher überlegen können, dass ich das nicht schaffe. Dass ich so viel Kram ausprobieren will. Dafür werde ich morgen schön in Harz fahren. Ich habe schon eine Folge über den Westharz gemacht. Ich habe eine Folge über den Ostharz gemacht. Dann mache ich morgen, fahre ich schön zum Kyffhäuser. Mache eine Folge über den Südharz. Vielleicht probiere ich dann auch noch mal aus, ob man nicht noch irgendwelche unbefestigten Straßen findet. Immerhin entdecke ich sie mittlerweile mehr. So was hier. Kann nur zum Acker führen. Kann auch sein, dass sie irgendwo hinführt. Da muss ich noch mal auf Entdeckungstour gehen. Mich mal einfach nicht vom Navi leiten lassen, sondern genau so einfach gucken, da reinfahren, vielleicht musst du wieder umdrehen, vielleicht musst du es nicht. Jetzt ist die Sonne schon hinterm Wald. Das sollte ja heute auch so eine kleine Testrunde sein. Boah, ist das eine Straße, ey. Brauchst du gar nicht Offroad fahren. Ja, wenn auch was Cooles passiert auf dem Weg jetzt zurück, dann melde ich mich nochmal. Ansonsten, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr es geil fandet, lasst mir ein Abo da. Das würde wirklich sehr helfen. Das bringt den Kanal voran. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light. We're dancing in
mit ihren Simmels